Also Frankenstein steht hinter allem. Hallo und herzlich willkommen zu Frankensteins Kaiju-Kunde. Bei uns kommt es auf die Größe an. Heute gibt es die Review zu X-3000 Phantome gegen Gangster. Der Film erschien am 11. August 1964 unter dem Namen Uchu der Kaiju Dogora in Japan und am 30. September 1966 in Deutschland. Der Film entstand durch das altbewährte Team um Moshiro Honda, Shinichi Sekizawa, Tomoyuki Tanaka, Akira Ifukube und Eiji Tsuburaya. In den Hauptrollen sind Yusuke Natsuki als Komai, Hiroshi Koizumi als Kirino, Akiko Wakabayashi als Hamako, Robert Dunham als Mark Jackson, Jun Hasaki als Polizeichef und zudem treten Yoshibumi Tajima und Hideo Yamamoto als Dienstgehilfen auf. In Tokio bricht eine Bande von Diamantenräubern in ein Juweliergeschäft ein, wird jedoch von einer unsichtbaren Kraft in die Luft gehoben, bevor sie den Tresor lernen können. Die Gangster schießen wild um sich, was zwei vorbeigehende Polizisten alarmiert. Die Bande flieht daraufhin ohne Beute. Nachdem sie verschwunden sind, manifestiert sich die unsichtbare Kraft als pulsierende Masse, die ein Loch in den Tresortor schneidet. Detektiv Komai verfolgt den Diamantenmakler Mark Jackson, der verdächtigt wird, ein Dieb zu sein. Jackson besucht den Kristallographen Dr. Munakata und stiehlt den Diamanten, nachdem er Komai mit einem Karateschlag niedergeschlagen hat. Auf der Straße wird Jackson von den Juwelendieben abgefangen, die ihn für ihren gescheiterten Raub verantwortlich machen. Sie zwingen ihn, in ihr Hauptquartier mitzukommen, wo sie ihm die gestohlenen Diamanten abnehmen. Am nächsten Morgen weigert Dr. Munakata, den Diebstahl anzuzeigen, da es sich um wertlose künstliche Diamanten handelt. Komai, der eine Serie von Diamantendiebstählen untersucht, bittet Munakata und seine Assistentin Masayo Kirino um Hilfe. Die Polizei vermutet, dass Jackson mit der Bande der International Diamond Robbers zusammenarbeitet, die weltweit für mehrere Diebstähle verantwortlich gemacht wird, obwohl sie nur einen erfolgreichen Raub in Paris durchgeführt haben. Dr. Munakata kann sich nicht erklären, wie die Tresortür so leicht aufgebrochen werden konnte. Währenddessen erkennt ein Gangster, dass die von Jackson gestohlenen Diamanten Fälschungen sind. Jackson wird gefangen genommen, kann aber dank seiner Kampfkunstfähigkeiten entkommen. Komai begleitet Masao zu ihrem Haus in einem Industriegebiet, wo sie beobachten, wie das naheliegende Kohlekraftwerk von derselben unsichtbaren Kraft angegriffen wird, die auch beim Juwelierraum zum Einsatz kam. Die Kraft reißt einen Schornstein in zwei Hälften und saugt die Kohle in den Himmel. Kirino erkennt das Geräusch wieder. Er hörte es kürzlich bei einem unerklärlichen Verschwinden eines Satelliten im Orbit über Japan. In der folgenden Nacht verfolgt Komai Jackson zu seiner Hotelsuite. Jackson behauptet, er müsse einen Freund treffen und entkommt erneut. Sein Freund sind die International Diamond Robbers, die einen Lastwagen mit Rohdiamanten aus Yokohama überfallen wollen. Jackson versucht den Raub zu vereiteln, aber die Bande stiehlt die Diamanten und schickt einen Kohlelaster zu ihrem Standort. Plötzlich wird der Lastwagen von der unsichtbaren Kraft in die Luft gehoben, die die Kohle verzehrt und den Lastwagen zurück auf die Autobahn wirft. Die Gangster fliehen und entdecken später, dass Diamanten im Lastwagen durch Zuckerwürfel ersetzt worden sind. Jackson sucht Dr. Munakata auf, um ihn zu den Vorfällen zu befragen. Masayo alarmiert Komai und die Polizei trifft ein, um Jackson festzunehmen. Jackson enthüllt, dass er als Diamond G-Man für die World Diamond Insurgency Association arbeitet und die International Diamond Robbers verfolgt. Er vermutet, dass sie nicht für alle spektakulären Raubüberfälle verantwortlich sind. Kirino berichtet, dass das Space Exploration Committee herausgefunden hat, dass Raumzellen durch Strahlung in ein Monster namens Gogora verwandelt wurden, das es auf Kohle und Diamanten auf der Welt abgesehen hat. Die Polizei kann nicht erklären, warum Gogora nur einen Kohletransporter angegriffen hat, bis Komai vermutet, dass die Diamanten gefälscht waren. Trotz Jacksons Kooperation verdächtigt Komai ihn erneut, einen echten Diamanten gestohlen zu haben. Als Komai erfährt, dass Jackson die Stadt verlassen hat, verfolgt er ihn nach Kitakyushu. Zufällig reisen auch Dr. Munakata und Masayo dorthin, um sich einer JSDF-Abteilung anzuschließen, die die Kohlenminen vor Dogora schützen soll. Das Radar erfasst eine Masse in großer Höhe, die sich als riesiger Wespenschwarm entpuppt. Riesige felsenartige Brocken regnen über die Region nieder. In der Nacht verschmelzen die Raumzellen zu einer kolossalen Form, die die Stadt verwüstet. Der Angriff der JSDF schlägt fehl, und als die Raketen eine Kernspaltungsreaktion auslösen, wird Dogoras Vermehrung verursacht. Dr. Munakata entdeckt, dass die vom Himmel gefallenen Steine kristallisierte Raumzellen sind, deren Katalysator Wespengift ist. Die JSDF reproduziert das Gift, um es gegen Dogora einsetzen zu können. Komai besucht Jackson in Kitakyushu, doch die beiden werden von einem Gangster überfallen, der Jackson verdächtigt, die Diamanten mit Zucker vertauscht zu haben. Sie finden einen Safe-Schlüssel. Der Boss beauftragt seine Agenten Hamako und Sabo, ihn zu holen und die Diamanten zu sichern, während er Komai und Jackson an Dynamit fesselt.
Dogora taucht wieder auf und in der Verwirrung flieht Hamako mit den Diamanten. Sabu informiert die Bande über ihren Betrug. Der Boss zündet die Zündschnur an und verfolgt Hamako, die in eine Bucht fliehen will. Koma und Jackson entkommen der Todesfalle in letzter Sekunde. Die Bande holt Hamako am Iwata-Strand ein. Koma, Jackson und die Polizei treffen ein und es kommt zu einem Feuergefecht. Hamako versucht zu fliehen, wird aber vom Boss erschossen und stirbt mit den Diamanten in der Hand. Währenddessen beginnt die JSDF ihren Angriff auf Dogora. Das Gift erweist sich als wirksam und die Kreatur kristallisiert am Himmel. Eine große, kristalline Masse stürzt herab und zerquetscht die Gangster. JSDF-Jets und Gifttanks eliminieren die restlichen Raumzellen und beenden Dogoras Bedrohung. Koma verabschiedet Jackson am Flughafen. Jackson enthüllt, dass die von Hamako gestohlenen Diamanten Fälschungen waren. Er bittet Koma, seinen Bericht zu unterschreiben, was der Detektiv akzeptiert. Jackson fliegt mit Dr. Munekata in die USA, um den Vereinigten Nationen eine Anwendung für die Energie der Raumzellen vorzustellen. Hallo, nun zu meiner Bewertung. Das Kaiju Dogora an sich und der Aufbau um ihn finde ich sehr einfallsreich. Der Zusatz mit den Gangstern ist zu viel, hätte man meinetwegen verschlanken können, passt aber auch irgendwie zu dem Film. Ich hätte jedoch die Ursprungsidee von Yujiro Okami befürwortet. 6 Gs. Die Animationen von Dogora sehen super aus. Gerade für die damaligen Möglichkeiten finde ich es wirklich beeindruckend. Die Miniaturen wirken auch wieder sehr gut. Von den Effekten her kann man nur Gutes sagen. 9 Gs. Hier hat Komponist Akira Ifukube einen eher unscheinbaren und unbekannteren Soundtrack kreiert. Mir fällt auch nicht ein, welches Motiv später wiederverwendet wurde. Macht ja auch nichts, der Militärmarsch ist erneut genial. 8 Gs. Wie schon bei der Handlung erwähnt, gefällt mir die Geschichte rund um die Gangster nicht so wirklich. Robert Dunham und Yusuke Natsuki spielen zwar sympathisch ihre Rollen, aber für mich passt dieses Thema nicht in einen Kaiju-Film. Für mich sind die Stärken des Films eindeutig die Szenen mit Dogora, die gibt es aber nicht so oft. Schade. Mit Augen zudrücken 5 Gs. Damit komme ich auf 28 von 40 Gs. In beide Handlungen bin ich hin und her gerissen. Ausnahmsweise hält der deutsche Filmtitel X3000 Phantom gegen Gangster, was er verspricht. Es ist ein Gangsterfilm, in dem ein Phantom in Form von Dogora auftaucht. Leider ist es genauso wie mit Maguma und Gorath. Der Film sollte irgendwie ein Kaiju beinhalten. So ist es leider kein richtiger Kaiju-Film und auch kein richtiger Gangsterfilm. Und beide Handlungsstränge würden ohne den jeweils anderen funktionieren. 5 Gs. Die Effekte sind gut umgesetzt. Einzig die feinen Überreste von Dogora sehen etwas merkwürdig aus. 8 Gs. Das Hauptthema von Dogora ist ein brachialer Marsch, der wieder einmal von Akira Ifukube kommt. Ursprünglich sollte das Lied auch in Shin Godzilla vorkommen, aber die entsprechende Szene wurde verworfen. Der Rest ist diesmal leider nur Begleitmusik. 7 Gs. Wirklich Spannung kommt leider recht selten auf. Der Anfang ist recht mysteriös gestaltet und weckt etwas Interesse, aber im Laufe des Films wurde es mir persönlich egal, was nur mit den Diamantendieben passiert oder eben doch nicht. 4 Gs. Und damit komme ich insgesamt auf 24 von 40 Gs. Zusammen mit Max seinen 24 Gs kommen wir auf eine durchschnittliche Bewertung von 26 Gs. Dogora ist ein unterschätzter Kaiju-Eiger, unter anderem weil er extrem schwer zu finden ist. Trotz einer Kinoauswertung in Deutschland gilt er als verschollen. Vergebens warten wir Fans auf eine Veröffentlichung auf DVD oder Blu-ray. Aber der Film hat mit dem titelgebenden Kaiju tolle Schaumomente und die ungewöhnliche Geschichte machen dieses Werk zu einem kurzweiligen Vergnügen. Dogora ist die zweite Kaiju-Produktion der Toho aus dem Jahr 1964. Ihr dritter Film des Jahres führte im Dezember eine von Godzillas berühmtesten Gegnern ein. Doch das sehen wir uns später genau an. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis dann! Es war Frankenstein.